Hi. First things first. Warum mache ich das hier eigentlich? Mein Name ist Hauke Schmidt und ich bin Tischlermeister hier in Köln. Ich beschäftige mich sehr viel mit Ausbildung. Also tatsächlich ist das, was ich am meisten tue. Also ich habe auch eine kleine Tischlerei und ich fertige auch Möbel im Kundenauftrag, aber sehr viel meines Berufslebens verbringe ich mit Unterrichten und Lehren, was Holzbearbeitung angeht. Unterrichten, Lehren und Lernen. Und also zum Beispiel bin ich ÜBL-Ausbilder. ÜBL ist die Abkürzung für überbetriebliche Lehrlingsunterweisung. Das ist das, was Tischlerlehrlinge so bekommen, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber was sie so bekommen in einer Ausbildung. Zum Beispiel einen Grundkurs, wo es um Holzverbindungen geht. Sie kriegen diverse Maschinenkurse und sowas unterrichte ich zum Beispiel. Also an Ausbildungsstätten, an denen das unterrichtet wird. Ich mache Workshops so für Leute, die sich hobbymäßig für Holzbearbeitung interessieren. Zum Beispiel bei der Firma Dictum, die vielleicht irgendwie bekannt ist, wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt, mit Holzbearbeitung. Was auch sehr viel Spaß macht, und ich bin Lehrbeauftragter im Bereich Möbelentwurf an der Hochschule in Düsseldorf und dort an der Fakultät Architektur im Studiengang, Bachelorstudiengang Innenarchitektur, Architektur, und das ist so die Bandbreite, in der sich das bewegt, und das mache ich sehr, sehr, sehr gerne. Ich bin seit langem mit dem Plan beschäftigt, auch so einen Videokanal zu installieren, wo es um Holzbearbeitung und um Holzgestaltung auch geht. Daraus ist bisher immer nichts geworden, weil ich da keine Zeit für hatte. Aber jetzt ist Corona, alle sind zu Hause und können nichts machen, und ich auch nicht. Und jetzt habe ich sozusagen Zeit. Und dabei fällt mir gerade ein, dass es irgendwie, was wohl jemand denken mag, wenn er in 10 Jahren dieses Video anguckt über Corona und so. Okay, wir werden sehen. Jedenfalls, ich habe jetzt Zeit dafür, das zu machen. Ich habe hier auch perfektes Social Distancing, weil außer mir niemand in diesem Raum ist. Woran ihr gleich merkt und wisst, ich bin irgendwie gar nicht so der Video-Nerd. Ich kenne mich da bisher noch gar nicht aus mit Schnittprogrammen und all dem Zeug, was dazugehört. Und bin wahrscheinlich auch eher langweilig in den Kameraeinstellungen, glaube aber, dass das für das Thema gar keine große Rolle spielt. Ich habe hier diesen kleinen Werkstattraum gemietet, extra dafür, um solche Videos zu drehen. Ich bin hier, ich könnte euch den mal zeigen. Ich zeige euch mal einen Raum. Machen wir hier eine kleine 360-Grad-Tour durch alles, was hier ist. So, seht ihr. Also, ich bin hier Untermieter bei Stadtwaldholz. Stadtwaldholz ist eine Kölner Schreinerei. Das ist in meinen Augen eine richtig coole Schreinerei, weil die sehr, sehr viel Massivholz verarbeiten und vor allen Dingen Massivholz, was ausschließlich aus dem Kölner Stadtforst kommt, also lokal. Deswegen ein super Gedanke zum Thema Nachhaltigkeit, der ja gerade durch Corona auch nochmal eine neue Note bekommen hat, finde ich jedenfalls. Und ich finde ja auch, also, dass wenn man was für sich selber baut, dass das auch was ist, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Gerade wenn man mit Massivholz baut. Und deswegen freue ich mich da total drauf. Habe schon gesagt, beim Videomachen bin ich ein Anfänger. Das heißt, ihr sozusagen könnt mir jetzt von Video zu Video zugucken, wie ich das lerne. Ich hoffe, das wird irgendwann besser.
Aber naja, mit irgendwas muss man eben einfach anfangen. Was ich jetzt schon versprechen kann, ist, keine Musik. Ich mache keine Musik unter Videos. Selbst wenn ich mal lernen sollte, wie das geht, ich finde Musik unter Videos ultra bescheuert. Gerade bei solchen, wo es um Herstellung von Dingen geht. Also, an wen richte ich mich hier? An Tischlerlehrlinge sowieso, an alle Leute, die sich hobbymäßig für Holzbearbeitung interessieren, an Entwerfer, an Gestalter. Das kommt ein bisschen später. Also ich will anfangen sozusagen mit den ganzen Themen, die Grundkursthemen sind. Also wirklich Holzbearbeitung von der Pike auf, von ganz unten. Und wenn die technischen Sachen soweit ein bisschen da sind, dann würde ich gerne auch nochmal auf das Thema zu sprechen kommen. Was ist mit Entwurf? Was gibt es für Richtlinien für Gestaltung? Das bezieht sich bei weitem nicht nur auf Gesellenstücke oder von mir aus Meisterstücke, also nicht nur so tischlerspezifisch, sondern eben allgemein Gestaltungslehre, Entwurfslehre und wie kann man sich da drin bewegen und entwickeln. Das alles sind so die Themen. Das ist, was ich gerne machen würde. Und ich hoffe, das kommt irgendwie auf eine Art rüber, mit der ihr was anfangen könnt. Und dass ich das technisch einigermaßen gewuppt kriege. Ja. Dann geht's mal los, ne?